Hallo ihr Lieben, ich heiße euch in meiner kleinen Testmap willkommen, also beziehungsweise was heißt Testmap? Es ist meine Testumgebung, Riverbend Springs, ihr kennt ja die Map. Und hier teste ich natürlich immer wieder meine Wasserpflanzen, meine Gewässer und ja, was ich halt alles so fabriziere mit meinem Wasser. Und ja, jetzt steht ein Update an und zwar zum Rivers and Ponds Pack, weil ich einen Hinweis bekommen hatte, dass man mit einem Pferd auf dem Wasser reiten kann. Ja, das war mir bis dahin, also damals, als ich die Info bekommen habe, nicht bewusst, dass eben die Änderung meiner Wasseroberfläche, damit die Wasserpflanzen und alles darauf gepackt werden können, diese Kollisionsproblematik bei den Pferden auslöst. So, ich zeige euch genau das Problem, was entsteht. Ich zeige euch, was passiert, wenn ihr mit vollem Galopp einfach mal auf ein Wasser reitet. Bums. So, das Wasser blockiert. Ihr kommt hier nicht rein. Der Grund ist, dass das Pferd eine ganz andere Kollision hat wie ein Traktor, wie ein Fahrzeug generell, wie vor allem auch der Mensch. Wenn ihr jetzt mal seht, ich steige ab. So, jetzt kann ich, wie bisher, so ist das Wasser jetzt aktuell eingestellt, in das Wasser rein. Es löst die Wellen aus, es löst den Schaum aus, den Giants eingeführt hat. Also alles ist super, alles ist fein. So, jetzt komme ich aber mit dem Pferd und das war's. Das Pferd hat eine andere Kollisionsabfrage und ja, das war's. Ich komme nicht in das Wasser hinein. Er rutscht nicht in die Kollision vom Wasser. Moment, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Schwung. Oh, ist wieder mal so typisch. Rückwärts reiten, geht ganz langsam. So, also, wir nehmen kurz Anlauf. Die könnten mal eine Servolenkung in die Pferde einbauen, dann geht das Ganze einfacher. Also, wir reiten in die Kurve und Achtung, alle ab. So, was passiert? Wir reiten auf dem Wasser. Und genau das ist nämlich passiert. Und daher danke nochmal an den Hinweis. Ja, brachte mich zum Nachdenken, wie ändere ich das? Weil, ne, wir sollten natürlich nicht auf dem Wasser reiten. Und das Pferd rutscht halt nicht rein. Sobald ich jetzt allerdings absteige, ne, wir bleiben jetzt mal stehen, ich rutsche durch. Ne, ihr seht, der Mensch rutscht durch, das Pferd bleibt drauf. Also es ist nicht der Fehler am Wasser, sondern es ist ja quasi ein Fehler in der Abfrage beim Pferd. Weil wenn ihr jetzt mit dem Fahrzeug da rein springt, dann, wartet mal, wir haben ja da hinten noch den Traktor stehen. Da gehen wir mal kurz hin. Der Traktor löst nämlich auch, genauso wie der Mensch oder der Charakter, die ganz normale Abfrage aus. Hopp, hopp, fahr. Ach, komm. So. Ja, hier unten geht's nicht. Ne, ihr seht, da blockiert er. Aber er löst die Wellen natürlich aus. Also das Wasser ist hier halt einfach zu tief. Und deswegen fährt der Traktor jetzt am Rand natürlich nicht rein. Also so platziert ihr jetzt auf jeden Fall die Wasserflächen ja auch nicht. Aber ihr seht, wenn ihr einfach von der Seite in den flachen Bereich fahrt, kommt ihr rein und fahrt euch am besten fest. Das ist wieder mal mein perfektes Beispiel, wie man es nicht macht. War da jetzt was zu tief? Ja, irgendwas ist zu tief. Okay, also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also der Traktor löst, wie gesagt, die Kollision aus, geht rein, hinterlässt Spritzer und alles drum und dran. Das Pferd macht das nicht. Also, wir reiten mal los. Die Änderung des Wassers hat jetzt das Pferd aufgenommen. Also ich habe das jetzt so angepasst, dass das Pferd in die Wasseroberfläche hinein gleiten kann. Ich zeige euch das gleich mal. So, da ihr das Wasser natürlich einbaut und nicht offen rumliegen lasst, so wie ich hier, ihr habt es gesehen. Ein kurzer Kontakt und das Pferd reitet durch. So, fahre nicht zu tief ins Wasser. Ja, das ist genau die Info, die auch ein Fahrzeug auslöst, wenn ihr zu tief reingeht, weil das Pferd kann nicht schwimmen. Also es säuft ab. So, ihr seht, ganz kurzer Knack. Und bei euch passiert das natürlich nicht, dass es am Rand abruppt, weil ihr das Wasser ja natürlich nie so hinlegt, wie ich das hier in meiner Testaktion habe, sondern bei euch ist das Wasser fest eingebaut und ihr seht auch hier, das Pferd kann das Wasser durchbrechen. Es gleitet sanft rein. Aber was ihr auch natürlich sehen könnt,
Es passiert nichts. Seht ihr das? Könnt ihr euch noch ganz erinnern, ganz am Anfang, als ich das Wasser das erste Mal veröffentlicht habe? Genau das gleiche hat der Spieler gemacht. Also der Spieler hat 0 Reaktion im Wasser ausgelöst. Und genau das gleiche passiert hier auch. Das Pferd löst nichts aus, aber so mal gar nichts. Warum das so ist? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Giants mal angefragt, beziehungsweise das ModHub-Team informiert. Und ja, die haben es weitergeleitet. Ich habe ja gehofft, dass mit Update 1.5 bzw. Update 1.6 sich da noch was ändert, angepasst wird, aber die Prioritäten sind natürlich klar nicht beim Pferd, sondern bei vielen anderen wichtigen Dingen. Ach ja, und hier, ich weiß nicht, was die Wasserbewegung hier ständig auslöst, wahrscheinlich das darunterliegende Wasser. Also solltet ihr mal immer wieder Wasserdynamik haben, auch wenn ihr nicht in der Nähe seid, dann kontrolliert einfach, ob es vielleicht eine andere Problematik ist, die es dann auslöst. Also ich denke mal nur, weil hier unten drunter das Wasser halt relativ groß ist. So, und jetzt ist auch noch etwas. Da werde ich die Wasserpflanzen noch anpassen müssen. Habt ihr das gerade gesehen? Das Pferd bockt hoch. Und zwar ist mir beim Durchreiten nämlich aufgefallen, das Pferd blockiert an den Wasserpflanzen. Da sind die Verkaufstrigger drin. Und die Verkaufstrigger haben eine eigene Kollisionsplattform, damit eben platzierbare Objekte verkauft werden können. So, und ihr seht, was passiert. Das Pferd bleibt da hängen. Also, ne, ihr seht das? Und im schlimmsten Fall passiert das hier. Es kommt nicht weiter. Also das kann euch durchaus auch passieren aktuell, solange die Wasserpflanzen noch nicht angepasst sind. Da werde ich ein Update fertig machen. Ich weiß nicht, wann sich das hier wieder beruhigt. Ich steige mal ab. Hilft nicht. So, jetzt gucken wir mal, ob wir es irgendwie lösen können. Springen, reiten, laufen. Komme ich langsam raus? Ja, okay. Also mal ganz kurz anhalten, vorsichtig rückwärts laufen, dann löst sich das wieder. Also das ist wie gesagt auch kein Fehler. Also wenn ihr Pflanzen verbaut habt, dann später, solange das Wasserpflanzen-Update noch nicht da ist, dann bleibt ihr immer an diesen Verkaufsflächen hängen. Hier sind es zum Beispiel die Blätter. Seht ihr das? Na, ich gehe mal kurz in den Verkaufsmodus. Ihr seht, es sind diese Flächen hier. Und bei den anderen Pflanzen, na, die Wasserlilien hier jetzt, hier sind es die Frösche. Wartet mal, wo waren wir gerade gehangen? Hier. Da sind irgendwo die Frösche drin. Genau, hier. Oder halt eben dann auch die Blätter im Winter, die eben die Kollision verursachen. Und das muss ich noch anpassen. Aber später. Hauptsache, ne, ihr seht, Hauptsache wir kommen dann erstmal mit dem Wasser klar. Und wie gesagt, Wasserdynamik wird nicht ausgelöst vom Pferd. Da hoffe ich, dass Giants irgendwann da was dran ändert. Ich habe ja gefragt, ob man nicht vielleicht die Fahrzeugdaten angeben kann, dass wie beim Fahrzeug bei den Reifen eben schon die Wasserspritze ausgelöst werden, wenn das Pferd die Wasseroberfläche berührt, dass es halt dann hier so anfängt zu spritzen oder sowas. Und jetzt, ihr habt gesehen, das Wasser ist zu tief. Mein Pferd ist wieder wohlbehalten im Stall angekommen. Und wenn ich es jetzt halt brauche, dann muss ich halt zurücklaufen. So. Aber so grundsätzlich habt ihr mal die Problematik hier jetzt gesehen. Und auch die Änderung, die kommt. Und ja. Und was auch natürlich noch ist, ihr habt es ja hier auch schon gesehen, das ist leider seit Anfang Januar noch im Bearbeitungsstatus. Das sind die Boote, die kommen rein. Zeige ich es euch schnell. Darauf warte ich jetzt noch, dass das mal irgendwann im Test ist. Hier liegen die normalen, die man halt als Dekoration kaufen kann. Die bewegen sich auch nicht und die hier bewegen sich. Allerdings bewegen die sich auch im Winter. Also wenn ihr eine Eisdecke habt, dann bewegen die sich halt auch auf der Eisdecke. Das ist halt so. Oder ihr packt sie dann halt für den Winter einfach weg. Weil es kommt dann auch Schnee drauf. Also von daher, also das fehlt halt jetzt noch alles. So, okay. Was wollte ich sonst noch sagen? Ich glaube, das war's. Erstmal, ja. Und wenn noch was Neues kommt, dann informiere ich euch. Also bis dann. Ciao.